Ja, zugegeben, es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Zusammenhänge verstanden habe. Und in China ist natürlich auch alles schnell am Wachsen und immer in Bewegung. Auch oder erst recht in der Wohnmobilbranche. Ein richtig großer Player und Pionier ist hier die New Go Now Group. Und Leute, vergesst nicht, in puncto Camping hat die Reise in China ja gerade erst angefangen. Aber typisch chinesisch, sind die erstmal gestartet, dann geben die auch richtig Gas. New Go Now, ursprünglich 2003 aus Go Now Auto entstanden, hat sich in den letzten Jahren zum führenden Hersteller von High-End-Wohnmobilen und neuen Energiefahrzeugen entwickelt. Mit Sitz in Shanghai und einem globalen Netzwerk, das bis nach Deutschland reicht, also zum Beispiel haben die mit der RWTH Aachen bei der Entwicklung von leichteren Materialien für Wohnmobile zusammengearbeitet oder dem Wohnmobil- und Caravan-Hersteller Hobby, der durch die Verbindung mit der New Go Now Group gehofft hat, hier auch in China Wohnmobile und Caravans zu verkaufen. Zur Gruppe gehören mittlerweile 7 Wohnmobilunternehmen und ein Caravan-Hersteller in Australien. Und damit haben sie nicht nur den Wohnmobilmarkt in China revolutioniert, sondern sich auch einen Namen im australischen Markt gemacht. Und nun strebt natürlich die Gruppe auch nach neuen Märkten in Europa. Eine besondere Rolle spielt dabei die Schwesterfirma Jinhai Dice Longtree Automobile, die 2013 gegründet wurden. Ansässig im goldenen Dreieck zwischen Shanghai und Hangzhou bringt Longtree über 10 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Wohnmobilen mit. Zugegeben, das ist noch nicht so lange, aber Leute, die geben richtig Gas. Mit cleveren Konzepten, hochwertigen Materialien und einem Auge fürs Detail macht Longtree ordentlich Druck auf die Konkurrenz. China üblich, die denken in großen Maßstäben, setzen Trends und exportieren inzwischen weltweit. Wenn ihr euch fragt, wer in Zukunft den Ton in der Wohnmobilbranche angibt, Leute, die Zukunft der Wohnmobile kommt aus China. Tja, ob die Zukunft der Wohnmobile wirklich aus China kommt, das haben wir uns gefragt und sind deswegen nach Guangzhou zur Messe gefahren. Und heute schauen wir uns ein cleveres Dreiraumkonzept von Longtree an. Wohnzimmer, Küche und Bad und alles in einem Fahrzeug unter 6 Meter. Und das auch noch für 6 Personen. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist auf jeden Fall der Grundriss. Denn die Sitzgruppe wird durch ein Lenksofa ergänzt und kann so zu einer gigantischen Bettfläche von 2,20 Meter x 1,85 Meter erweitert werden. Also jeder, der als Familie mit kleinen Kindern reist, der weiß, wie großartig diese Möglichkeit ist. Die Küche ist mit Induktionskochfeld, Spülbecken, großem Kühlschrank, Mikrowellengrill und jeder Menge Staufläche ausgestattet. Chinesische Wohnmobile müssen einfach alles können, aber vor allen Dingen autark sein. Die Nasszelle ist mit einem klappbaren Waschbecken, einer Dusche und einer Tredford Chemietoilette ausgestattet. Der Longtree Kangaroo ist für autarke Abenteuer. Natürlich auch mit Waschmaschine, falls man eine braucht. Mit 275 Liter Frischwasser und 70 Liter Grauwassertank. Für die Stromversorgung sorgt eine 12 Volt Lithium-Batterie mit 800 Stundenampere, unterstützt von 800 Watt Solarpanels auf dem Dach und einer Doppelgenerator-Lichtmaschine mit jeweils 150 Ampere. Der Longtree Kangaroo vereint Flexibilität, Komfort und Unabhängigkeit und wirkt auf den ersten Blick erstmal sehr hochwertig. Und vor allen Dingen kann man dieses Fahrzeug in China für 59.000 Euro kaufen. Ach ja, ich liebe ja Konzepte, die auch mal anders sind. Einfach mal was anderes sehen. Und ich bin jetzt hier wieder in einem Camper, der auch schon wieder ein bisschen anders ist. Und ich liebe ja diese chinesischen Details, ne? Unter anderem hier. Guckt ihr das mal an. Hier ist so eine kleine Stromschiene. Und ich habe hier die Möglichkeit, unterschiedliche Sachen in diese Stromschiene reinzudrehen. Von kleinem Nachtlicht, was ich hier habe, über die Steckdose bis zu einer USB-Steckdose. Hier ist alles möglich und ich kann dann, je nachdem, was ich brauche, das Ding hier einfach reindrehen. Und wenn ich halt einfach mal 5 oder 6 unterschiedliche Geräte laden muss per USB, dann kann ich mir hier einfach noch ein paar Dinger von diesem USB hier reindrehen. Das ist schon ziemlich cool. In diesem Fahrzeug ist jetzt der Grundriss auch mal ein bisschen anders gestaltet, denn ich habe hier drüben wieder eine Sitzbank und ich liege hier quasi jetzt gerade auf der Sitzgruppe, die auch zum Bett gewandelt werden kann. Also habe ich hier in diesem Fahrzeug eine riesige große Kuschelwiese, denn ich kann hier nochmal das Bett erweitern und diese ganze Fläche zu einer riesengroßen Liegewiese machen. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber warum? Aber das macht auf jeden Fall Sinn, denn ich habe ja hier oben wieder meinen Fernseher und ich kann mich dann hier auf dieser riesengroßen Liegewiese rumlümmeln und schön dann hier mein Kino abends genießen. Das ist ja schon mal echt großartig, großartig. Also entsprechend hier können dann, ich habe hier eine Fläche von 2 Meter mal, na knapp sogar noch mehr vielleicht, 2 Meter mal 2 Meter. Hier oben ganz normal wieder das Alkovenbett.
Und man muss es ja schon gar nicht mehr erwähnen, es ist halt bei den Chinesen üblich, ne, hier den Smart TV zu haben, um halt schön dann hier auch Fernsehen zu gucken. Gefällt mir auch sehr gut. Hier wieder, ne, zur Sicherheit, der Kamera-Rundumblick. Ich kann hier wieder gucken, was passiert rund um mein Fahrzeug. Wer will da eventuell in mein Fahrzeug einbrechen? Und vor allem das Spannende bei diesen Dingern ist, die laufen halt durchgehend. Ne? Die nehmen halt auf. Und wenn hier mal jemand ins Fahrzeug einbricht, dann kann ich da auch sehen, wer mir ins Fahrzeug einbricht. Und ich kann halt auch per Handy genau mir das anzeigen lassen. Und das finde ich halt natürlich auch so smart. Ich parke mein Auto irgendwo und kriege, wenn ich da eine Bewegung angezeigt wird, kriege ich halt über das System eine Nachricht auf mein Handy und kann halt gucken, wer lümmelt da um mein Wohnmobil rum. Also es gibt hier in diesen Wohnmobilen halt einfach spannende Lösungen. Und es wird halt einfach mal anders mit diesen ganzen Systemen umgegangen, mit den Grundrissen umgegangen. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr bereichernd, sich dann entsprechend hier mal diese chinesischen Fahrzeuge anzuschauen. Ich muss mal gerade gucken, wie ist das Polster. Ah, hier, das Polster ist hier jetzt einfach mit Klett angehängt. Also ich kann das Polster dann nehmen und das wird dann zur erweiterten Bettfläche. Und das hat dann auch wieder den Vorteil, ich habe kein Gebastel, was so die Matratzenlängen angeht, sondern ich habe hier 2 Matratzen, die sind jeweils 2 Meter, die kann ich dann dafür nutzen. Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ne? Staufläche habe ich hier wieder ohne Ende drunter. Hier unter diesem Teil, wo ich gerade drauf gesessen habe, beziehungsweise euch gezeigt habe, dass man das zum Bett wandeln kann, ist die gesamte Technik verbaut. Also hier unter habe ich dann halt meinen Strom. Hier kann ich nichts nochmal zusätzlich lagern. Diesen Bereich kann ich halt ganz normal zur Sitzgruppe umbauen. Jetzt ist es gerade zum Bett umgebaut. Ich will das jetzt mal nicht machen, sonst muss ich das ja auch anschließend wieder zurückbauen. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Hier in diesem Mobil auch eine Klimaanlage auf dem Dach verbaut. Auch immer spannend. Ich glaube, wir haben jetzt hier auf der Messe noch kein einziges Wohnmobil gesehen, was kein Klimagerät verbaut hat. Die sind alle mit Klimageräten. Entsprechend weiß man auch, wie warm das hier im Sommer wird. Also allem Anschein nach braucht man hier auch immer ein Klimagerät in so einem Auto. Ja, was hier echt sehr, sehr cool ist, und jetzt kriege ich gerade Besuch von vorne. Ich hoffe nicht so viele, müssen wir mal gucken. Weil ganz spannend, was ich euch mal zeigen wollte, man kann diesen ganzen Bereich hier auch nochmal abtrennen. Also ich kann hier den hinteren Bereich einfach per kleiner Tür zumachen. So. Und dann habe ich den gesamten hinteren Bereich abgetrennt. Also ich kann jetzt hier theoretisch arbeiten, schlafen, was auch immer. Und hinten können die Leute immer noch draußen rumtouren. Die können immer noch ins Bad rein. Da kann immer noch gekocht werden und so weiter und so fort. Finde ich auch schon wieder eine sehr geile Lösung, um jetzt hier einfach den Schlaf- und Kuschelbereich abzutrennen von hier der Küchensituation und der Klosituation. Und wahrscheinlich ist es auch ganz, ganz nett, wenn du hier ein Video gucken willst oder halt einen Filmabend machst, ne, dann ziehst du halt auch einfach wieder zu und kannst das ganze Fahrzeug hier vorne auch komplett abdunkeln, damit du hier schön Kino genießen kannst. Bevor wir jetzt einmal vorne in die Küche gehen, will ich euch nochmal hier kurz die Lösung vorne im Fahrerhaus zeigen. Auch da, was mir wieder richtig gut gefällt. Ich weiß, es haben viele europäische Hersteller auch, aber hier habe ich auch nochmal einen extra Teppich. Und ich habe hier auch nochmal ein extra designtes Cockpit. Hier ist sogar noch was zu trinken drin. Hier sieht man, dass diese Fahrzeuge auch so genutzt werden. Das ist lustig. Ist sogar noch ein bisschen Kaffee drin. Ja. Also hier in so einer Carbon-Optik, oder ich weiß nicht, ob es Carbon ist, zumindest Carbon-Optik, hier nochmal so ein bisschen abgesetzt. Das Cockpit gefällt mir auch sehr gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, ne, wenn ich halt keine Drehsitzkonsolen in so einem Auto hinten drin habe, es sind alles luftgefederte Sitze hier. Entsprechend hat man hier auch beim Sitzen ordentlich Komfort. Und was auch wieder nett ist, hier habe ich wieder einen digitalen Rückspiegel. Ich kann ohnehin nicht hinten rausgucken. Deswegen wird mir hier per Kamera ein Kamerabild von hinten projiziert. Und ich kann das Ding als vollwertige Rückkamera oder beziehungsweise Rückspiegel nutzen.
Und jetzt wird es wieder voll. Das ist leider natürlich so. Jetzt muss ich mal kurz wieder warten, bis ich an die Küche rankomme. Aber Küche zeige ich euch gleich mal. So, von der anderen Seite sieht es dann so aus, wenn ich es zuziehe. Dann habe ich hier meinen kleinen Küchenbereich. Einmal abgetrennt vom Schlafbereich. Sehr cool. Hier auf dieser Seite habe ich einen richtig ordentlichen Kleiderschrank. In einer richtig ordentlichen Größe. Darunter habe ich noch mehr Stauflöcher. Noch ein paar Fächer. Und dann haben wir hier das Klo mit einer Tretford. Nasszelle komplett. Und das Waschbecken ist hier in dem Fall, so wie es aussieht, auch klappbar. Jawohl. Klappbares Waschbecken. Und was hier entspannt ist, die Waschmaschine ist hier im Bad auch verbaut. Vermutlich wieder so eine kleine, die ist nicht angeschaltet. Okay. Aber wieder eine kleine Waschmaschine hier drin. Spiegelschrank. Deckenlüfter. Hier nochmal ein Stromanschluss weit oben. Was haben wir hier? Oh, auch schon wieder eine schicke Lösung. Hier kann ich meine nassen Klamotten dann reinhängen, indem ich das Teil hier rausfahre als Kleiderstange. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, aber sehr coole Lösung. Genau, dann habe ich hier halt nicht so eine störende Stange, sondern wenn ich dann hier was aufhängen will, dann kann ich das hier rüberziehen und ansonsten wegklappen. Sehr cool. Ja, zum Duschen hier nochmal der Bereich, der halt auch nass werden kann. Ansonsten die Tür wird hier mit so einem Duschvorhang dann geschützt. Und ich habe auch Fläche, wo ich nochmal mein Handtuch hinhängen kann. Und die Küche finde ich auch schon wieder sehr, sehr charmant. Denn auch diese Lösung sehe ich selten. Ich habe hier nämlich in diesem Fahrzeug auch eine Abzugshaube. Ja, sehr cool. Wenn ich hier koche, dann kann ich damit auch gleich die schlechte Luft aus dem Fahrzeug rausziehen. Und jetzt hier in diesem Fahrzeug, was man sonst so auch nicht so häufig sieht, ist hier auch mal eine Kochfläche vorgesehen und eine Spüle. Darunter habe ich noch mal ein bisschen Fächer. Und hier auf der Seite habe ich noch mal ein Fach, das ist komplett durchgreifend. Das ist auch ganz spannend. Und hier befinden sich dann ein kleines Gefrierfach und der Kühlschrank. Was habe ich hier unten noch? Große Schublade, auch sehr schön. Und einen Apothekerschrank. Da kriege ich natürlich hier ordentlich was unter. Und auch wenn man jetzt sagen würde, die Küche ist aber jetzt sehr, sehr klein gestaltet. Ich glaube, ich kann jetzt hier sogar noch die Arbeitsfläche verlängern. Genau. Ich habe hier noch eine Möglichkeit, was abzustellen. Und darunter habe ich noch mal ein Fach, um Sachen dann unterzubringen. Was mir immer so ein bisschen fehlt bei diesen Lösungen, ist in der Tat Müll. Also es wird immer nicht so richtig an Müll gedacht. Das fehlt jetzt hier bei diesem Konzept. Oben habe ich auch noch mal ein bisschen Staufläche. Und hier wieder eine kleine Mikrowelle. Beziehungsweise auch wieder ein Mikrowellengrill. Genau, und dann wird das hier auch alles gesteuert über Bordcomputer. Keine Ahnung, von wem der jetzt ist, aber das können auf jeden Fall die Chinesen. Wenn ich hier hinter gucke, okay. Eigentlich nichts, komme ich nur an das Display ran, wenn ich das mal tauschen will. Aber gut. Ja, sehr schön. Apothekerschrank kann ich hier natürlich auch nochmal sichern, dass der während der Fahrt nicht rauskommt.
Auch das ist ordentlich. Also ja, gefällt mir. Ist ein cooles Fahrzeug. Mal ein echt anderes Konzept. Hier mit einer riesengroßen Liege- und Lümmelfläche. Und wenn man Kino-Enthusiast ist, dann hat man hier auch die Möglichkeit, mit mehreren Leuten im Liegen Kino zu genießen, während hier hinten dann noch gekocht wird oder das Klo genutzt wird. Ja, hier habe ich nochmal Bedienteil für die Standheizung, die so vorhanden ist, Lichtschalter. Ja, und grundsätzlich ein spannendes Auto. Was immer spannend ist, und ich finde, das ist hier sogar ein bisschen besser gelöst, ist ja hier diese Draußen-Kochsituation mit so einem Gaskocher. Ne? Also hier klappt der Gaskocher so nochmal runter und dann ist man theoretisch auch auf so einer Höhe. Ich versuche mal so das Sitzen darzustellen. Also auf der Höhe, wo normalerweise ein Tisch ist. Hier, der Tisch ist jetzt sehr, 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 sehr klein. Aber normalerweise bin ich hier auf einer Höhe, wo ich einen Tisch auch habe und dann kann ich halt auch, während ich draußen mit meinem Campingtisch sitze, auch gleich parallel kochen auf diesem Teil. Sehr, sehr gelungen. Und hier oben habe ich nochmal die Möglichkeit, Dinge abzustellen. Auch das sehr, sehr schön. Darunter ist nochmal Staufläche, um Campingstühle und sowas zu verstecken. Und so sieht die Front vom Iveco aus. Ja, Longtree RV. Schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Auto? Also ich finde es mal spannend, dass es mal komplett anders umgesetzt ist, mal wieder ein anderer Grundriss. Persönlich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich finde das spannend mit dieser großen Liegefläche, die man bauen kann. Ich weiß, jetzt werden wieder ein oder zwei andere Leute sagen, oh, aber da muss ich das großartig umbauen und so weiter und so fort. Ist gar nicht so dramatisch. Wir hatten in unserem Camper-Konzept auch ein Bett, was man erstmal umbauen musste. Das geht in 30 Sekunden, dann hast du dein Bett da, aber dafür können halt auch alle Leute auf dieser Leinwand dein Kino genießen. Und du hast eine riesengroße Lümmelwiese da, wo du halt liegen kannst. Das gefällt mir schon echt sehr, sehr gut. Und dann halt mit dieser zusätzlichen Möglichkeit, den vorderen Bereich vom hinteren Bereich zu trennen. Ein Zweiraumkonzept. Sehr cool. Ja, auch wieder ein Fahrzeug, was mir richtig gut gefällt. Also nicht nur dieser beleuchtete Handgriff, also guckt euch das mal an. Ne? Also das ist ja schon irgendwie echt verrückt. Aber man findet es auf jeden Fall im Dunkeln. Ne? Du weißt dann immer, wo es dann in dein Wohnmobil reingeht. In diesem Auto hat man Platz für 6 Personen. Das ist wieder ein Fahrzeug unter 6 Meter. Und hier sind 275 Liter Wasser und 70 Liter Abwasser verbaut. Ich habe hier 800 Ampere-Stunden Batterieleistung, wahrscheinlich wieder auf 48 Volt. Und 800 Watt Solar auf dem Dach. Fettes Auto, oder? Schreibt doch mal in die Kommentare. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Angucken. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.